Mein Name ist Jürgen Hess, ich bin 58 Jahre alt und bin seit Anfang des letzten Jahres hier in der Geschäftsführung bei FSB Franz Schneider-Brakel tätig. Ich bin von meiner Ausbildung her Elektroingenieur und habe dann in den letzten fast knapp 3 Jahrzehnten in sehr herausragenden und interessanten Unternehmen gearbeitet. Zunächst 10 Jahre bei Nokia in der Mobilfunk- oder Mobiltelefonentwicklung. Bin danach zur Leica Kamera gegangen und habe der Leica in der Produktentwicklung und Produktgestaltung geholfen, den Schritt in die digitale Welt zu wagen mit der ersten digitalen Messsucherkamera, der M8. Bin danach bei Erco, einem Architekturbeleuchter im sauerländischen Lüdenscheid gewesen. Nach meiner Zeit bei Erco habe ich einen kleinen Ausflug in die Reisemobilbranche gemacht, wo es darum ging, das Interieur der Fahrzeuge zu modernisieren, um jüngere Kundengruppen anzusprechen. Und das war natürlich auch verbunden mit einer Vernetzung dieser Fahrzeuge, weil eben junge Kundinnen sehr gerne auch ihr Fahrzeug mit der App steuern. Und in den letzten 6,5 Jahren war ich dann wieder im Licht tätig. Ich war im Vorstand der Selux-Gruppe in Berlin, einem internationalen Beleuchter im Bereich der Architektur, aber auch im Bereich der Städte- und Landschaftsbeleuchtung. Und habe doch dafür gesorgt, dass wir aus konventionellen Laternen Smart City-Elemente gemacht haben, die eben viele Funktionen in einer intelligenten Stadt wahrnehmen, wie die Unterstützung von Parkraummanagement oder das Aufspannen von WLAN-Netzen oder auch das Laden von Elektrofahrzeugen. Und dann wurde ich von FSB angesprochen und so sind wir dann Anfang letzten Jahres zusammengekommen und so freue ich mich, dass ich heute hier sitze. An meiner Seite in der Geschäftsführung sitzt Tobias Gockeln, ein Urenkel von Franz Schneider und somit auch ein Mitglied des Gesellschafterkreises. Und wir beide zusammen versuchen, FSB für die Zukunft fit zu machen. FSB ist ein Hersteller hochwertiger und zeitloser Beschlaglösungen für Türen und Fenster, aber auch für barrierefreie Ausstattungssysteme. Und FSB hat eine über 140-jährige Geschichte. Wir sitzen hier in Brakel im Ostwestfälischen. Das ist unser Standort, an dem auch alle unsere Produkte gefertigt werden. Architekten schätzen uns, weil wir unsere Produkte in Produktfamilien durchgängig anbieten. Das heißt, wir haben in jedem Objekt für jede Tür und jedes Fenster auch die passende Lösung aus der gleichen Designsprache. Und das hat dazu geführt, dass FSB international geschätzt wird und in großen, herausragenden Projekten weltweit auch zu finden ist. Die Entwicklung von FSB zur Designmarke, die hat schon recht früh begonnen. Das war in den 1950er Jahren, als Johannes Potente hier als Designer tätig war. Und er hat ein Konzept der Handformtechnik entwickelt. Das heißt also, was einen guten Griff, eine gute Klinke auszeichnet, dass man sie gut greifen und damit gut Türen öffnen und schließen kann. Und die Designs von Johannes Potente findet man heute noch beispielsweise im Museum of Modern Art in New York. Und dann hat unser Geschäftsführer Jürgen Werner Braun Anfang der 80er Jahre den Kontakt zu Ottel Eicher gesucht. Und gemeinsam mit Ottel Eicher hat sich FSB dann sehr stark mit dem Thema Greifen und Griffe auseinandergesetzt und hat dann auch mit Ottel Eicher eine Markenpersönlichkeit entwickelt, die sehr stark auch Architekten und Designerinnen angesprochen hat. Und es gibt so den legendären Klinkenworkshop von 1986, der FSB dann eine internationale Aufmerksamkeit beschert hat. Und seitdem haben wir mit vielen namhaften, international bekannten und tätigen Architektinnen und Designerinnen Klinkenmodelle entworfen, die heute unser Produktportfolio definieren. Gerade weil ich auch ein sehr großer Fan von Ottel Eicher bin und seiner Herangehensweise eben zu sagen, was ist denn die Legitimation eines Unternehmens, worum es am Markt auftritt und mit welcher Persönlichkeit, mit welcher Markenpersönlichkeit muss ich das gestalten, hatte ich natürlich das Glück, dass ich genau im 100. Geburtsjubiläumsjahr von Ottel Eicher bei FSB
begonnen habe. Und das war für mich im letzten Jahr unheimlich spannend zu sehen, was an Veranstaltungen geplant war und was wir auch geplant haben. Wir haben ja tatsächlich ein Drückermodell in limitierter Auflage jetzt gebracht. Das ist der sogenannte Hundeknochen von Ottel Eicher, den wir mit dem Markenkürzel FSB 1305 belegt haben, weil der 13.05. eben das Geburtsdatum von Ottel Eicher ist. Und dieser Drücker spiegelt ja sehr schön auch die 4 Gebote des Greifens wider, die Ottel Eicher FSB damals oder für FSB mitentwickelt hat, uns mit auf den Weg gegeben hat. Wie greift denn eigentlich die Hand nach einer Klinke mit der Daumenbremse, der Zeigefingerkuhle, dem Griffvolumen und der Ballenstütze? Und neben diesem Produkt waren natürlich auch die ganzen Veranstaltungen sehr interessant. Also gerade die Auftaktveranstaltung, die auch vom IDZ organisiert wurde am 13.05. letzten Jahres in der Akademie der Künste in Berlin, aber dann eben auch die Folgeausstellungen, wo auch sehr viele studentische Arbeiten gezeigt wurden, beispielsweise im Lippischen Landesmuseum in Detmold. Aber jetzt auch ab dem kommenden Donnerstag dann in Wien, wo eben Studenten der New Design University von St. Pölten die Ergebnisse ihrer Arbeit ausstellen. Das heißt also wirklich ein sehr, sehr spannendes Jahr rund um Ottel Eicher. Das IDZ ist mir persönlich schon seit langem bekannt. Ich habe ja, wie ich schon erwähnt hatte, für viele designorientierte Unternehmen gearbeitet, für die Leica Kamera, für Erco, für Selux und jetzt natürlich auch für FSB. Von daher habe ich auch das Treiben des IDZ immer mit sehr großem Interesse verfolgt. Es ist bei FSB so, dass wir ja auch aus der Historie des Unternehmens heraus verstanden haben, dass Design ein ganz entscheidender Vorteil für ein Unternehmen ist und eben auch ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor ist. Und von daher war es eigentlich ganz natürlich, dass man irgendwann auch Mitglied des IDZ wird. Es gibt so viele interessante Themenstellungen, die uns mit dem IDZ verbinden, dass wir die auch im Rahmen dieses internationalen Designzentrums angehen wollen. Und so ist es dann gekommen, dass sowohl FSB als auch ich persönlich Mitglied des IDZ geworden sind. Und im letzten November auf der Hauptversammlung bin ich dann sogar von den Mitgliedern in den Vorstand gewählt worden. Das war ein sehr, sehr großer Vertrauensvorschuss, über den ich mich sehr gefreut habe und für den ich mich auch bei allen nochmal sehr bedanken möchte. Es gibt eigentlich 2 Themen, die für FSB eine sehr große Relevanz haben. Das eine ist das Thema der Nachhaltigkeit. Das ist also für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, was auch in den Diskussionen mit Architektinnen und Designerinnen jetzt im letzten Jahr immer wieder in den Vordergrund trat. Und das andere ist, wir möchten die designorientierten Unternehmen viel, viel stärker wieder untereinander vernetzen und wir wollen eben die Unternehmen auch mit jungen Studierenden, mit Designerinnen, mit Architektinnen zusammenbringen und ich glaube, dafür bietet das IDZ den perfekten Rahmen. Eine Ausstellung, die ich wirklich allen Zuschauenden ans Herz legen möchte, ist eine Ausstellung über Ottel Eicher aus dem Machen Denken, die von den Studierenden der New Design University in St. Pölten konzipiert wurde. Diese Ausstellung eröffnet am kommenden Donnerstag, dem 27.01. in Wien. Und diese Ausstellung ist dann noch geöffnet bis zum 9.03.2023.